Hallo zusammen, ich bin der Andi und wir bauen uns heute so eine Graviervorrichtung. Die Vorrichtung ist für Holzlineale gedacht, mit einem festen Anschlag, um sich das zukünftige Antasten zu ersparen. Gehalten werden die Lineale mit einem Vakuum von unten. Und so werden die Lineale eingesetzt. Bevor es losgeht, wollen wir die Spindel erstmal warm laufen lassen. Dafür gibt es ein spezielles Unterprogramm. Die Spindel ist warm und es kann losgehen. Als allererstes planen wir natürlich. Als nächstes folgt die Außenkontur mit einem Dreischneider von der Firma Holix. Wie gehabt meine Schnittdaten unten rechts. Auch wenn das Ergebnis hier gut aussieht, muss ich sagen, ich bin kein Fan von diesen 3 oder 4 Schneidern. Alu gehört für mich mit einem Einschneider zerspart. Das Rohteil ist mit 15 mm nicht sehr hoch. Deswegen wollte ich ein Werkzeug nutzen mit einer sehr kurzen Schneide. Da hat sich dieses Werkzeug einfach angeboten. Ich bin mit den Schnittdaten relativ zufrieden. Das Fräsergebnis sieht sehr gut aus, nur das Eintauchen gefällt mir nicht ganz so. Ich vermute, es liegt einfach an diesem Dreizahn. Wie gesagt, Alu gehört für mich mit einem Einzahn zerspart. Der letzte Durchgang. Wie immer lasse ich 0,15 mm an der Wand stehen, um zum Schluss mit so einem schönen Schlichtgang nochmal durchzufahren. Wir machen gleich weiter mit dem Bohren. Ich muss sagen, ich habe noch nie mit der CNC gebohrt. Es war völlig neu und wie man sehen kann, es hat nicht richtig funktioniert. Vielleicht fahre ich zu aggressiv ins Material, ich weiß es noch nicht. Deswegen blende ich auch keine Schnittdaten ein. Der Fräser sieht schon echt übel aus, hat einen richtigen Span geworfen, aber für die, die es doch wissen wollen, wie schnell ich fahre, hier unten kann man es sehen. So sah der Fräser aus. Also wie gesagt, das war nix. Die nächste Operation. Die Tasche für die Dichtschnur.
Ich muss sagen, der Teil hat am wenigsten Spaß gemacht. Es hat einfach ewig gedauert und schneller konnte ich nicht fahren, weil ich den Fräser einfach nicht schrotten wollte. Also hieß es warten, warten, warten. Diese Tasche habe ich mit 2 Konturen abgefahren. Die erste Kontur war natürlich eine Vollnut, da konnte ich nicht ganz so schnell fahren. Bei der zweiten Kontur war der Fräser nur zur Hälfte im Eingriff, da konnte ich ein bisschen zügiger fahren. Kommen wir zu diesem Werkzeug. Ich muss sagen, mit diesem Exot kann ich absolut nichts anfangen. Auch Profis konnten mir nicht sagen, wozu man sowas braucht. Eine V-Spitze und ein Messer an der Seite? Keine Ahnung. Nur liegt das Werkzeug jetzt schon seit Jahren bei mir in der Schublade und ich dachte, ich nutze es zum Gravieren und zum Anfasen. Okay, kommen wir zur Unterseite. Zuerst wird die Höhe Z angetastet. Dann wird der 3D-Taster abgelassen. In Position gebracht und mit dem Assistenten schön angetastet. Das Tolle an diesem Assistenten ist, er kennt mein Offset zwischen 3D-Taster und Fräserspitze. Das heißt, nach dem Antasten kann man schön sehen, wie das Werkstück entsprechend dem Fräser hingerückt wird. Und das gleiche nochmal für X. Achtet mal drauf, wie das Werkstück korrigiert wird. Okay, es ist angetastet, also kann der 3D-Taster wieder nach oben verschwinden. Der Taster wird nur mit einem Magneten oben gehalten, aber das wird mir später zum Verhängnis. Das ist der gleiche Holex-Fräser von vorhin, nur ist eine 3 mm Zustellung dann doch etwas viel für ihn. Das nächste Werkzeug, ein 4-Zahn 8 mm. Ich dachte mir, das ist die Seite unten, das wird niemand mehr sehen und deswegen wollte ich irgendwas verheizen, was mir jetzt nicht so weh tut. Aber jeder weiß, was passiert, wenn man Blödsinn macht. Genau sowas. Ich habe es einfach übertrieben. Das Problem ist, dass diese Schockwelle durch die Maschine gegangen ist und sich dadurch der 3D-Taster vom Magneten gelöst hat. Und das war es dann mit dem Taster. Sehr bedauerlich. Ich habe meine Lektion gelernt und wieder meinen 6 mm Einschneider rausgeholt und schon sieht das Ergebnis viel, viel besser aus. Man lerne, kein Blödsinn machen.
Auch wenn es unten nicht ganz so gut gelaufen ist, muss ich sagen, bin ich mit dem Ergebnis doch zufrieden. Es ist echt gut geworden. Und natürlich wollen wir uns gleich anschauen, wie das in der Praxis funktioniert. Das Vakuum ist so stark, dass diese Graviervorrichtung und die Lineale gleichzeitig gehalten werden. Und genau das war der Plan. Gravieren und lasern in einem Arbeitsgang, und so sieht das Ergebnis aus. Wir sind am Ende. Auch wenn nicht alles ganz so glatt gelaufen ist, bin ich mit dem Ergebnis doch ziemlich zufrieden. Schreibt doch in die Kommentare, was euch gefallen hat oder was man vielleicht verbessern könnte. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.